Was sind Engelszahlen? Was sind Synchronizitäten? Und was hat das mit dir als Gestalter und Schöpfer deines Lebens zu tun? Alles schwingt in diesem Universum. Du, ich, wir alle. Und auch Worte haben eine Schwingung. Töne schwingen, das ist am nachvollziehbarsten. Und auch Zahlen, einzelne Buchstaben. Und das ist schlussendlich die Basis dafür, dass Menschen schon vor Jahrtausenden begonnen haben, den Zahlen auch Bedeutungen beizumessen. Nach meiner Kenntnis ist der Urvater dessen der alte Pythagoras von Samos, der als erster im 6. Jahrhundert vor Christus sich mit der Bedeutung der Zahlen befasst hat. Und in allen Kulturen gibt es dafür entsprechende Grundlagen, wurde das Ganze ausgebaut und erweitert. Du kennst es heute unter dem großen Begriff Numerologie. Das heißt, jede einzelne Ziffer hat eine Bedeutung. Und wenn du dazu mal im Internet recherchierst oder auch Bücher dir anschaust, so wirst du feststellen, dass die Auslegung der Bedeutung einzelner Ziffern und Zahlenkombinationen je nach numerologischer Schule etwas differiert. Das heißt, ich werde dir hier nicht die große Weisheit, das allseits Richtige und Wahre vermitteln können, sondern nur das als Inspiration geben, was ich selbst für mich als wahr und stimmig herausgefunden habe. Und wie immer geht es in diesem Video darum, dass du dich inspiriert fühlst und selbst auf deinem eigenen Weg der Erkenntnis vorankommst. Was hat es nun mit den sogenannten Engelszahlen auf sich? Allgemein hat sich dieser Begriff eingebürgert für Zahlenfolgen mit ein und derselben Ziffer. Also zum Beispiel 3 mal die 1, 4 mal die 1, die 5 doppelt oder dreifach oder gar vierfach. Wie können dir diese Zahlen begegnen? Verschiedentlich. Auf dem Kassenbon zum Beispiel. Oder der vorige Videoclip, den ich gerade gemacht hatte, der war 2 Minuten und 22 Sekunden lang. Also war das für mich als Engelszahl wieder mal eine Botschaft. Du kannst es auch bei Autokennzeichen sehen und so weiter und so weiter. Engelszahlen sind im Grunde Antworten der geistigen Welt auf Fragen, die du dir bewusst oder unbewusst gestellt hast. Bist du unbewusst, weißt du mit den Zahlen nichts anzufangen und denkst vielleicht an einen Zufall, so nach dem Motto, lustig, mir begegnen komischerweise dauernd 3 Einsen in Folge. Aber das Ganze sind Synchronizitäten. Das heißt, es sind Zeichen, die unabhängig und scheinbar in keinem kausalen Zusammenhang zu dem stehen, was gerade in deinem Leben passiert. Wenn du allerdings langsam dafür bewusst geworden bist und dir klar geworden ist, dass das Zeichen sind, die du erhältst, genau solche Zeichen wie zum Beispiel, wenn dich plötzlich eine Krähe anmeckert oder wenn dir ein Klacks von irgendeinem Vogel auf die Schulter fällt, all das hat irgendeine Bedeutung. Wir müssen uns nur darüber im Klaren sein, dass es so ist. Das also sind Engelszahlen und Synchronizitäten. Erstmal als Erläuterung ganz allgemein. Damit das Ganze für dich nachvollziehbarer und griffiger wird, lass mich ein persönliches Beispiel nennen. Das ist heute früh passiert, also ganz präsent in meinem Kopf. Ich ging spazieren, leicht meditativ, einfach nur so vor mich hin, und mir ging der Satz durch den Kopf: Ich bin Schöpfer und Gestalter meines Lebens. Sekunden später
fuhr schnell ein rotes Auto an mir vorbei mit der Zahlenkombination als Autokennzeichen 555. Die 5 ist bei mir Veränderung. Und mit dem Thema Veränderung in meinem Leben befasse ich mich seit einiger Zeit ziemlich intensiv. Dabei ist das völlig egal, um welchen Lebensbereich es geht. Und dann hagelte es nur so von Autokennzeichen mit Engelszahlen. Ich wurde regelrecht zugeschüttet. Als nächstes kam 666, dann viermal die 6, dann noch dreimal die 6. Die 6 steht für die materielle Welt. Und ich habe mich in den letzten 2, 3 Jahren sehr zurückgezogen, sehr viel Innenschau betrieben, war sehr viel am Meditieren und in Verbindung mit der geistigen Welt. Das heißt, die Veränderung bezieht sich auf die materielle Welt, auf das Leben im Hier und Jetzt als Mensch. Da bin ich doch schon mal ein kleines bisschen schlauer. Als nächstes kam dreimal die 8 als Autokennzeichen. Die 8 steht für finanzielle Fülle, jedenfalls für mich. Damit habe ich mich in Resonanz gefühlt aus den Beschreibungen von einzelnen Ziffern, die mir so begegnet sind. Das heißt, hier ist es wirklich wichtig, dass du die Bedeutung den Ziffern lernst zuzumessen, mit der du in Resonanz gehst. Du wirst es merken, gib mal ein Engelszahlen bei Google, da zig Seiten. Und die Bedeutung, die dem zugemessen wird, egal um welche Engelzahl es sich handelt, differiert. Nimm das, womit du dich gut und richtig fühlst. Okay, fassen wir zusammen. Die 5, es geht um Veränderung. Es geht um die materielle Welt, um das Leben als Mensch im Hier und Jetzt. Finanzielle Fülle, darum geht es. Und danach ereilten mich zweimal jeweils 4 Einsen. Das heißt, es geht um das, was mir gerade durch den Kopf ging. Die Einsen stehen für meine Gedanken, Ideen, das, was jetzt mir einschießt. Auf das bezieht sich das, was die Veränderung angeht. Ich hatte spontan eine Erinnerung an meine letzten Gedanken. Also, nimm die Engelszahlen als Zeichen des Universums. Betrachte es als Synchronizität, als Aufforderung, nach innen zu gehen, möglicherweise in Meditation, nachdem du dir verschiedene Bedeutungen von Engelszahlen angeschaut hast. Womit gehe ich in Resonanz und was sagt mir das Ganze? Das ist ein sehr, sehr guter Wegweiser neben den vielen anderen Synchronizitäten, die sich in deinem Leben zeigen. Ich hoffe, dass dieses Video dir Anregungen gibt, wie du künftig mit Engelszahlen und anderen Synchronizitäten umgehen kannst und sie als Zeichen des Universums für dich ganz persönlich betrachtest. Unterhalb des Videos findest du nochmal verlinkt eine Anleitung, wie Meditieren geht. Dann auch in einer Meditation kannst du dir die Bedeutung von bestimmten Zahlen für dich ganz persönlich maßgeschneidert erschließen. Ich freue mich, dass du bis hierher gefolgt bist, freue mich über deine Kommentare, auch wenn du meinen Kanal abonnierst und wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Tschüss.